Hallo meine Lieben, in diesem zweiten Video heute geht es um die Human Brushes von BJ Dell für Procreate und da hatte ich Fragen dazu bekommen, wie man die Proportionen festlegen kann und wie man eine Profile View und eine Dreiviertel View machen kann. Und das wollte ich euch heute einfach mal zeigen. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Beim Video, wo ich euch gezeigt habe, wie ihr die Brushes oder die Human Brushes von BJ Dell verwenden könnt, hatte ich ja gesagt, dass ihr ein gewisses Grundverständnis dafür haben müsst, wie Proportionen aussehen und wo was von diesen Pinseln, also wenn ihr einen Kopf generiert und den Körper dazu, wie diese Proportionen aussehen müssen. Jetzt habe ich gemerkt, dass ein paar so ein bisschen Mühe damit hatten und deshalb dachte ich mir, ich zeige euch heute 2 oder 3 Hilfsmittel und das eine ist alte Schule, ne? Ich weiß nicht, ob ihr diese Dinge von Ikea kennt. Ich dachte ja immer, das ist einfach so ein Deko-Element. Tatsächlich ist es aber quasi, seit ich mich mit Design befasse, weiß ich das auch. Das ist es ist eine Grundlage, um die richtigen Proportionen hinzukriegen. Und auch, ich kann das dann verstellen und mir die Pose quasi hinstellen, die ich haben will. Wenn ich will, kann ich es entweder nur daneben stellen und das als Referenz verwenden oder ich kann das auch abfotografieren, wenn es dann die Pose hat, die ich haben will. Und das dann quasi als Foto importieren in Procreate und das dann so als Referenz verwenden. Das ist das eine, was ihr machen könnt. Dasselbe gibt es quasi auch für Hände, weil etwas, was am schwierigsten ist für Charaktere zu zeichnen, ist Hände. Bei den Cartoons ist es in der Regel eigentlich so, dass Cartoons immer nur 4 Finger haben. Bei den Brushes von BJ Dell ist es aber so, dass er effektiv 5 Finger zur Verfügung stellt und wenn ihr da eine Pose habt, die er nicht zur Verfügung stellt, die ihr aber haben möchtet, dann könntet ihr sowas verwenden und dann von der Seite, wo ihr das haben wollt, das quasi abfotografieren und das auch als Referenz verwenden. Beides kriegt ihr bei Ikea zum Beispiel. Jetzt ist es ja teilweise so, dass man sagt, ich mache das nur so hobbymäßig, ich brauche diese Dinger nicht und für alles in der heutigen Zeit gibt es auch eine App und das auch in diesem Falle. Diese App heißt Mannequin, also M-A-N-I-K-I-N und was ihr da drin habt, ist effektiv diese Figur und die könnt ihr auch entsprechend anpassen. Das heißt, ich kann hier Arm hoch, runter, drehen, nach vorne und hinten verschieben und das eigentlich mit jedem Element, was ich habe. Und so kann ich mir quasi den Charakter so hinstellen, wie ich den brauche. Es gibt ja auch Standardpositionen und dann könnt ihr das Ganze auch rotieren, damit ihr das in der Perspektive habt, wie ihr das haben wollt. Und wenn das Ganze dann so aussieht, wie ihr das braucht, könnt ihr euch davon einfach das Ganze entweder als Bild exportieren oder auch ein Printscreen machen und das in Procreate importieren. Und dann könnt ihr das quasi als Hintergrund verwenden und da zum Beispiel so ein bisschen die Deckkraft runternehmen und da quasi drüber arbeiten. Dann könnt ihr euch auch hier, genau gleich wie bei dem Holzmodell, quasi an den Dimensionen orientieren und so euren Charakter zusammenstellen. Das ist eine Möglichkeit. Der Kopf hier, weiß nicht, ob ihr das seht, der Kopf hier hat auch Ringe, da komme ich gleich noch dazu, weil der Kopf hat hier auch Proportionen, die quasi eingehalten werden müssen. Was ich hierzu sagen wollte, ist, diese Modelle sind quasi Erwachsene. Und es ist ja so, dass Kinder
andere Proportionen haben. Das heißt, bei den Kindern hat man eigentlich, man unterteilt hier in einfach quasi gleich große Elemente. Bei einem zum Beispiel 3 Jahre alten Kind haben wir 3 Einheiten, die gleich groß sind. Das heißt der Kopf, der Oberkörper und der Unterkörper. Wenn ihr einen 6-Jährigen habt, dann sieht die Proportion schon ein bisschen anders aus. Dann habt ihr 4 Teile, das heißt den Kopf, den Oberkörper, bis quasi zu den Knien ein Teil und dann der Rest des Körpers. Wenn ihr einen 10-jährigen Jungen hier zum Beispiel habt, dann ändern sich auch da die Proportionen wieder. Da habt ihr 4 1/4. Also das müsst ihr so ein bisschen berücksichtigen. Wie gesagt, diese Elemente hier, dieses Holzteil und auch das Mannequin, das sind Erwachsene. Da müsst ihr die halt einfach so ein bisschen zusammenstauchen. Wenn ihr den Kopf selber nehmt, auch da habt ihr gewisse Voraussetzungen. Das heißt, ihr habt den Kreis vom Kopf und dann die Kinnebene. Und da ist es immer so, dass zum Beispiel die Ohren, beim Ohr halbiert ihr quasi den Kopf und den halbiert ihr nochmal, dass ihr eine Viertelunterteilung habt. Und da ist es so, dass das Ohr zwischen der Halblinie, also der Hälftenlinie und der Viertellinie da drinnen angeordnet ist. Bei den Augen, da könnt ihr einfach halbieren und das Auge fängt quasi unterhalb von dieser Halblinie an. Bei der Nase, das ist so, dass den unteren Teil, den wir geviertelt haben, da liegt die Nase auf dieser Viertellinie und der Mund, wenn ihr diese untere Viertellinie nochmal halbiert, dass ihr Achtel habt, dann liegt der Mund hier auf der Achtellinie. Das sind so generelle Anordnungen, die man verwendet. Wenn ihr jetzt wieder das Mannequin als Guide nehmt, ich habe hier mal einen Kopf von der Seite gezeichnet, da seht ihr, der hat quasi 3 Ringe. Hier eine und hier eine. Und der Kopf ist effektiv so geformt, dass es ein Kreis ist plus die Kinnebene schon dazu ist. Und da, je nachdem von welcher Seite ihr anguckt, ich habe jetzt hier die 3/4 in der Mitte wenn ich die Front View hätte, würde einfach in der Mitte dieser Strich runtergehen. Bei der 3/4 View geht es hier so ein bisschen seitlich runter. Und da habe ich diese Linie, die bildet quasi da, wo der Nasenrücken anfängt und oben sind die Augenbrauen. Das ist diese Linie, also da, wo die Nase so ein bisschen reingeht, bevor sie dann bei den Augenbrauen wieder rausgeht. Also diese Einbuchtung, das ist diese Linie. Die zweite Linie beim Mannequin ist die Nasenlinie. Das heißt, hier würde eure Nase aufhören. Und die dritte Linie ist die Mundlinie. Einfach, wenn ihr das als Referenz verwendet. Das Beispiel, was ich euch gezeigt hatte, um die BJ Dell Human Brushes vorzustellen, das war effektiv in etwa eine 6-Jährige. Das heißt, ich bin hier mit den Viertelproportionen gegangen vom Körper her. Und es ist auch so, dass bei Kindern der Kopf immer größer gezeichnet wird als bei Erwachsenen. Das gibt dem dieses Kindliche. Und auch die Augen und Ohren werden tendenziell eher größer gezeichnet. Beim Beispiel, was ich verwenden werde, um euch heute die Profile View zu zeichnen, das ist das hier. Da verwende ich effektiv ein 10 Jahre altes Kind. Das heißt, ich gehe mit diesen 4 1/4 Dimensionen ganz einfach aus dem Grund, weil ich euch das zeigen wollte, wenn ihr ein Kind habt. Kurz. Ihr seht, das Kinn ist hier noch nicht wirklich ausgeprägt und ich wollte euch einfach da so ein bisschen den Unterschied zeigen, dass ihr da schon auch ein ausgeprägteres Kinn habt und da ein bisschen andere Dimensionen eben. Und dann werde ich euch effektiv auch noch ein Beispiel zeigen, wie ihr eine 3/4 View macht. Das mit diesem Jungen, das ist quasi so ein Teenager-Alter. Aber einfach, damit ihr hier 3 Beispiele habt, die Front View habe ich euch schon gezeigt.
Dann machen wir heute die Profile View und die 3/4 View. Und mit dieser Profile View starten wir jetzt mal. Ich habe hier als Referenz auch aus einem Training von BJ Dell diese Profile View mal genommen, einfach damit ihr hier seht, wie das ungefähr angeordnet ist, eben auch hier mit dieser Augenbrauenlinie. Dann auf der Seite könnt ihr quasi auch in der Hälfte wieder einen Strich ziehen und dann sitzt das Ohr quasi hinter diesem Strich. Ich habe hier auch die kleine noch als Referenz, damit ihr einfach den Vergleich dann habt, und ich habe mir hier einfach, damit es ein bisschen schneller geht, auch in den Hintergrund das gelegt, was ich schon gemacht habe. Jetzt gehe ich hier wieder auf einen schwarzen Pinsel und mache natürlich auch für alles, was ich jetzt mache, eine neue Ebene. Und da starte ich jetzt zuerst mit dem Gesicht. Und da gucke ich halt einfach drauf, dass ich immer die Profile, er hat ja immer Front, Profile und 3/4, und da nehme ich diese Profile View. Das ist jetzt quasi die Standardgröße. Ich habe, um eben das Alter, das ist eher eine Gesichtsform für ein jüngeres Kind, um das Ganze ein bisschen prägnanter zu machen, gehe ich auf Verformen und ziehe quasi hier das Kinn so ein bisschen runter, um das auch so ein bisschen ausgeprägter zu machen. Und das passe ich jetzt effektiv auch ein bisschen an. Ihr werdet sehen, ne, was ich jeweils mache, wenn ich zu stark im Detail drin bin, zoome ich da jeweils ein bisschen raus und gucke mir einfach an, ist das Bild für mich stimmig? Weil per se ist es ja so, wir wissen, wie Menschen aussehen, wie die Proportionen sind, weil wir haben in unserem Leben schon Millionen von Menschen gesehen, und ihr habt, also da könnt ihr wirklich so ein bisschen auf euer Bauchgefühl auch vertrauen. Das heißt, ihr wisst eigentlich, wie die Dimensionen aussehen. Deshalb guckt euch einfach das Bild an. Stimmt es für euch oder stimmt es nicht? Müsst ihr da noch Anpassungen machen? Das mache ich jetzt für mich so ein bisschen. Und bei den Augenbrauen habt ihr keine einzelne, keine Profile View, aber da nehmt ihr einfach dieses Zweierpack quasi, passt die in der Größe so an. Also ich gucke jetzt nur auf diese Seite, wie ihr das braucht, und dann könnt ihr effektiv hingehen und die andere Seite einfach ausradieren. Still, I'm in this game, but without my closest friend. So, jetzt haben wir grundsätzlich mal das Bild, und da mache ich es wie immer, dass ich jetzt das wegradiere, was ich nicht brauche. Teilweise werdet ihr auch sehen, also ich mache da das im Zeitraffer, aber ihr werdet auch sehen, dass ich teilweise Linien ein bisschen verändere, das heißt selber noch zeichne, und da habt ihr im Paket mit drin die Brushes von BJ Dell gehabt. Da arbeite ich entweder mit dem Standard Inker oder mit dem Standard Streamline Inker. Das mache ich jetzt kurz. Und so würde bei mir die Side View aussehen. Die könnt ihr dann zusammenfügen
Und wenn die dann ausgemalt ist und schattiert ist, dann würde das so aussehen. Das ist mein Gesicht von der Seite. Jetzt gehen wir noch hin und zeichnen den ganzen Körper noch. Ihr würdet hier jetzt natürlich zuerst den ganzen Körper mit den Outlines zeichnen und dann erst einfärben. Ich habe es, um euch zu zeigen, hat einfach die Reihenfolge ein bisschen anders gemacht, aber ich kann jetzt hier wunderbar weiterfahren mit dem Rest. Und da eben eine neue Ebene. Und jetzt gehe ich auf Tops. Und auch bei den Kleidern natürlich brauche ich die Profile View. Und was ihr euch auch so ein bisschen merken könnt in der Regel ist das, was weiter hinten ist. Das heißt, die versteckte Seite quasi ist immer ein kleines bisschen kleiner als das, was ihr vorne seht. Einfach auch als Orientierung. Et voilà. Und jetzt kann ich auch hier anfangen, wieder zu korrigieren. Und so würde das dann aussehen, wenn ich die Outlines habe. Und dann könnte ich jetzt auch alles wieder zusammenfügen. Und so würde das Ganze aussehen, wenn ich das koloriert und schattiert hätte. Ihr seht auch, dass ich ein bisschen die Lichtquelle gewechselt habe. Bei der kleinen war es ja von der Seite. Hier hat es einfach Sinn gemacht, weil sie auf diese Seite guckt, dass ich die Lichtquelle von hier habe. Und deshalb ist alles, was hier im hinteren Teil ist, eher dunkler und vorne habe ich die Highlights. Und so könnt ihr eine Profile View machen. Und jetzt gucken wir uns noch an, wie ihr eine 3/4 View machen könnt. Hier habe ich jetzt einen Charakter, den ich gezeichnet hatte, auch mit der Front View, und den werde ich jetzt eben auch unter Berücksichtigung von den richtigen Proportionen, das heißt, diese Linie, die bei der Front View durch die Mitte geht, die wird verschoben nach 3/4. Das heißt, das ist 3/4 und das ist 1/4. Das heißt, ihr zeichnet quasi den Bogen hier auf der Seite entlang und macht dann auch die Augenbrauenlinie und die Nasenlinie entsprechend, damit ihr wisst, wo ihr das Ganze anordnen müsst. Und jetzt verwende ich natürlich die Brushes, die ich für die 3/4 View habe. Das heißt, hier auch wieder eine neue Ebene. Dann bei den Heads nehme ich diesen Head 1, 3/4. Und bei den Eyes ist es jetzt ein bisschen speziell. Ganz oben hat er hier 3/4 Views gemacht, aber nicht für alle Augen, und zwar, weil ihr die ganz einfach selber anpassen könnt. Ich nehme hier eigentlich quasi dieselben Augen, die ich für die Front View genommen habe. Passe grundsätzlich, also ich gucke mir das linke Auge an und passe das so ein bisschen an, dass das korrekt von der Größe her ist. Und was ich jetzt mache, bei der 3/4 ist ja der Bereich hier drüben muss kleiner sein als der Bereich hier. Weil ich sehe den ja
schon fast ein bisschen vom Profil her. Das heißt, das Ganze hier wird so quasi ein bisschen zusammengestoßen. Und da gehe ich jetzt mit Verzerren und versuche das jetzt einfach so hinzukriegen, dass dieses Auge hier drüben kleiner wird, aber von dem Auge das nicht zu stark verändert. Da wechsle ich immer ein bisschen zwischen Verzerren und Verformen, bis ich das Gefühl habe, jetzt passt es für mich. Every time, a phone call away, and you're ready to be mine. We twist the truth to justify, but baby, two wrongs doesn't make it right. I'll be yours till the morning. Und jetzt sieht es wieder mal so ziemlich wild aus und ich muss jetzt anfangen, wieder zu korrigieren. To feel safe. Favorite mistake playing on repeat. Baby, let's feel every heartbeat. I'll be yours till the morning light. Und wenn ihr dann diese 3/4 View habt, dann würde das ungefähr so aussehen. Könnt ihr das auch alles wieder zusammenfügen. Und wenn das Ganze koloriert ist, würde das dann so aussehen. Auch hier die Lichtquelle von der Seite für die Schattierung und die Highlights. Und jetzt machen wir auch da noch den ganzen Körper. Auch hier würde ich natürlich zuerst den ganzen Körper die Outlines machen und dann ausfärben, aber eben, um das euch zu zeigen, habe ich die Reihenfolge gewählt. Jetzt mache ich hier wieder eine neue Ebene und gehe zu den Tops. Et voilà. Und jetzt kann ich auch hier wieder korrigieren.
So würde jetzt der untere Teil aussehen, wenn ich den noch nicht koloriert habe. Kann ich auch die Teile zusammenfügen. Und so würde das dann aussehen, wenn ich das koloriert habe. Ich habe beim Zeichnen meine bestehenden Linien verwendet, einfach damit es ein bisschen schneller geht. Aber ihr seht mit dieser Manica-App oder eben, wenn ihr so ein manuelles Holzding nehmen wollt, könnt ihr die Proportionen quasi wirklich so anlegen, wie ihr das Template dann eben habt. Und so quasi die richtigen Proportionen finden, wo was gezeichnet werden muss. Das für Kinder, für Erwachsene, auch mit diesen von wegen 6, 10 Jahre alten Kindern, dass da die Proportionen anders sind. Und dann eben auch für die Linien im Gesicht als Orientierungslinien, damit ihr wisst, wo ihr die Augen anlegen müsst, wo ihr die Ohren anlegen müsst. Und das eben nicht nur für die Front View, sondern auch für die Portrait View und für die 3/4 View. Ich hoffe, das hat so ein bisschen geholfen, damit ihr da euch so ein bisschen besser zurechtfindet mit den Brushes und eben nicht nur mit der Front View, sondern dass ihr auch eine Portrait und eine 3/4 View machen könnt. Und ja, das war auch schon das, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es beantwortet auch die Fragen, die ihr hattet. Wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!